Aber das ist auch gut.
Ja, guck mal, du machst das immer voll. Berlin, gegen den Faschismus, Berlin, gegen den Faschismus, Berlin, gegen den Faschismus. Von da hinten bis nach vorne, vom Hauptbahnhof. In deiner Zweifel stehen die 100 Menschen ab, ist nicht an deiner Seite. Hand in Hand, ja wir bleiben Hand in Hand, laufen zeigen Hand in Hand. Wir sind hier Hand in Hand. Ich kann mich noch erinnern, dass das alles bald vorbei ist. Ein großer Knall und dann alle wieder leise. Schau dich nun, denn für jeden deiner Zweifel stehen hier 100 Menschen ab, Gesicht an deiner Seite. Ja, wir bleiben Hand in Hand, laut und Zeit. Ich glaube, es wird! öffentlich gegen Rechtsextremismus, auch das ist groß. Die beste Sendezeit braucht das Geld und den Punkt auf die Perspektive von marginalisierten Gruppen. Wenn wir jetzt erleben, und das ist mir wichtig, Freundinnen und Freunde, wenn wir jetzt erleben, dass Kolleginnen und Kollegen, die einfach eine astreine Journalistin... Um jetzt ein bisschen Blick in die Zukunft zu gehen, Jeanette, du hast ein paar Punkte, wie du denkst, wie wir weitergehen. Was wichtig ist zu verstehen, ist, dass Rechtsextreme und Faschisten immer das tun, was sie sagen. Und oft müssen sie dafür nur eine einzige Wahl gewinnen, um es dann auch zu tun und Demokratie auch persönlich nehmen. Mein letzter Punkt ist, mit Blick auf die Zivilgesellschaft, jetzt wäre die Zeit gekommen für ein neues Hobby. Und dieses Hobby heißt Demokratie. Wie insbesondere diese kommenden 2 Jahre ausgehen werden, hängt auch davon ab, wie viele Menschen in diesem Land, in unserem Land jetzt sagen, ich nehme mir etwas Zeit in meinem stressigen Alltag und mache etwas für die Demokratie. Wenn diese beiden Dinge gelingen, gibt mir das Hoffnung und Zuversicht. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie da waren. Habt ihr es gehört? Wir haben alle ein neues Hobby jetzt. Meiner Seite ein Korrektiv. Ohne euch wären wir nicht hier wahrscheinlich. Danke. Ihr Lieben, ich habe auch noch eine Nachricht für euch. Ich bringe immer gute Nachrichten. Und zwar, wir haben mit unserer Protestaktion den Gesamtgebäude vom Bundestag umrandert. Das heißt, wir haben eine menschliche Brandmauer gebildet. Und jetzt, ich sage, Hand in Hand und ihr sagt, wir sind die Brandmauer. Hand in Hand. Wir sind die Brandmauer. Hand in Hand. Wir sind die Brandmauer. Danke. Ich freue mich auf unseren nächsten Redner. Um die Werte um unsere Demokratie zu schützen, müssen wir ihre Werte an unsere Kinder vermitteln. Dafür brauchen wir starke Bildung, aber auch starke politische Bildung. Dafür haben wir heute einen Experte, der darüber sprechen würde. Professor Karim Feriduni, ich freue mich auf dich. Hallo Berlin, ich bin super froh, heute bei euch zu sein, denn heute treten wir gemeinsam für Menschenrechte und gegen Menschenfeindlichkeit ein. Wir bleiben nicht länger stumm, wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen. Wir stehen füreinander ein, wir halten uns nicht neutral.
wenn menschenfeindliche Dinge geäußert werden. Neutralität gibt es nicht, wenn Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Religion oder ihrer Sexualität verfolgt werden. Dass wir heute hier gemeinsam stehen, gibt uns allen sehr viel Kraft. Und diese Kraft der Liebe, der Verbundenheit, der Gerechtigkeit und der Zuversicht brauchen wir, um für die demokratischen Werte unserer Gesellschaft einzutreten. Wir alle möchten in einem Land leben, in dem nicht die Hautfarbe, das Geschlecht oder die Religion oder die Sexualität darüber entscheidet, ob jemand dazugehört oder nicht. Alle Demokratinnen dieses Landes müssen zusammenstehen. Orientierung kann uns hierbei eine südafrikanische Lebensweise geben, die schon Nelson Mandela inspiriert hat. Diese Lebensweise nennt sich Ubuntu. Ubuntu bedeutet, ich bin, weil du bist. Du kannst nur sein, weil ich bin, und ich kann nur sein, weil du bist. Wir brauchen einander. Musliminnen sind solidarisch mit jüdischen Menschen. Jüdische Menschen sind solidarisch mit Musliminnen. Heterosexuelle Menschen sind solidarisch mit queeren Menschen. Wenn wir zusammenstehen, können die Rechten nicht gewinnen. Ihr wisst, Hass ist krass, aber Liebe ist immer krasser. An alle LehrerInnen, lasst euch nicht von den Rechten einreden, dass ihr neutral sein müsst. Wenn menschenverachtende Dinge geäußert werden, müsst ihr den Mut und die Kraft finden, euch gegen Rassismus zu engagieren. Denn Rassismus ist keine Meinung. Rassismus ist ein Menschheitsverbrechen. Und dazu dürft ihr nicht schweigen. Bekennt Farbe, habt die Kraft zu widersprechen. Und an alle SchülerInnen, fordert von euren LehrerInnen im Unterricht das Thema Rassismus zu thematisieren. Veranstaltet Projekttage zu diesem Thema. Ihr seid die Motoren der Schulentwicklung. Die Schule braucht euch und eure Ideen. Und an alle PolitikerInnen, benutzt Rassismus nicht, um WählerInnen-Stimmen zu erhalten. Überlegt euch, wie ihr Menschen vor Rassismus schützt, anstatt die AfD rechts zu überholen. An die Bundesregierung, wir fordern ein Sondervermögen für die Bildung. Wir brauchen keine Sonntagsreden. Wir brauchen eine Gesamtstrategie gegen Rassismus. Fördert Demokratieprojekte und Antirassismusprojekte finanziell. Und an alle Rassistinnen, ihr werdet es nicht schaffen, uns zu spalten. Wir setzen uns füreinander ein. Wir gehören alle hierher. Wir bleiben hier. Wir kämpfen für eine freie Gesellschaft. Und zu euch allen sage ich, gemeinsam bleiben wir stark. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben jetzt eine O-Ton. Leider könnten die beiden Personen, die gerade sprechen würden, nicht hier sein. Deswegen haben sie uns eine Sprachnachricht geschickt. Ich freue mich auf die Sprachnachricht von Palestinians and Jewish for Peace. We are in the fifth month of the war between a fascist government and a terror organization. Since Hamas committed its bloody attack and killed 1,200 civilians and kidnapped 240 hostages, more than 26,000, among whom are more than 10,000 children, have been killed by Israeli defense forces. More than 1 million Gazans have been displaced. Disease is spreading, famine is looming in Gaza. 134 of the hostages are still being held by Hamas militants. Names are just turning into numbers. Neither Israeli government nor Hamas can justify this massive destruction and pain they have been causing. Last week, thousands of right-wing Israelis, including 11 cabinet ministers such as national security and finance ministers, and 15 members of the Knesset, joined a far-right conference called Victory of Israel, Settlement Brings Security. They celebrated the resettlement plan of Gaza Strip and the northern part of the occupied West Bank. On the other hand, thousands of Israelis and Palestinians demonstrate almost every day for ceasefire, end of occupation and release of the hostages, despite the risk of being arrested. Just like these courageous people in Israel and Palestine, there are many other Palestinians and Jews in diaspora standing together against the Israeli government and Hamas. Because we know that they do not care about us and they do not represent us.
We believe in coexistence and therefore in co-resistance. We expect from international community and governments like Germany to listen to us and to stop pitting our communities against each other. Calling out Hamas and the crimes it has been committing for many years against Palestinians and Israeli civilians does not make one anti-Palestinian. At the same time, calling out far-right Israeli government and the ongoing occupation does not make one anti-Semite. When it comes to governments like Germany's, which is still supporting the Israeli government not just with words but also by sending weapons, calling them out is especially important. The safety of Israelis depends on the freedom of Palestinians, and the freedom of Palestinians depends on the safety of Israelis. We need a political solution to stop this war and to end this entire conflict. We all deserve better. Hundreds of thousands of people have been going on streets recently to stand against right extremism in Germany, which is definitely giving us hope. However, we all know that we cannot end racism and make our state safer for everyone just by attending these demonstrations. There is more work to be done. The demonstrations are not free from racism, anti-Semitism, sexism, homophobia, transphobia, ableism, and other forms of discriminations. Since the 7th of October, there has been a huge increase in the anti-Arab and anti-Muslim racism as well as anti-Semitism. At some demonstrations, the block in which many refugees and migrants were taking part in carrying Palestinian flags or wearing kafaya was excluded by the police, and some of them were attacked by other demonstrators. We need to talk about this, criticize it, and learn from it. We all grew up in racist patriarchal societies. All these isms exist everywhere in our everyday lives, in books, in our language, at workplaces, at home. As Tupac Augeta says, regardless of whether we think racism is bad or not, we have practically inhaled it. The same is true for anti-Semitism. The first step is to understand this. Only then can we really fight as equals. Unlearning can be harder than learning, but we have to do that too. Thank you, and greetings from Cologne. Versammlungsfreiheit im Namen von Sozialtaten von Geflüchteten. Sie machen, das ist AfD. Wir sind Frontmauer nicht nur gegen Rechtsextremismus oder Rechten oder AfD, sondern wir sind die Frontmauer gegen rassistische Politik und die Bundesregierung. Aktive Industrie. Dankeschön. Was für eine Mauer! Danke dir! Was für eine Mauer hast du mitgebracht! Niemand soll Angst haben müssen, nicht vor Angst, und haben dann gewählt. Grüße gehen raus an die Postierbastille, die polnischen Großmütter. Selbst in meinem Alltag etwas für jemand machen oder den unter. 9, 0 schreiben, damit unterstützt ihr uns mit 5 Euro, das wäre richtig toll, it's a group effort. 8, 1, 1, 9, 0. 5 Euro Unterstützung, das wäre richtig süß. Sagen, dass er nicht so ist, nicht so recht. Seit Anfang dieses Jahres, seit Jahren eine Partei. Die AfD demonstrierte sich durch Höcke als Faschistenpartei. Die AfD war nie maskiert, sie gehört verboten, ausgegrenzt und von uns angeächtet. Und wenn jetzt Sarah Wagenknecht ankommt und meint, dass mit einem AfD-Partei
Parteiverbot ja nicht getan wäre, dann sage ich ja, natürlich ist es damit nicht getan, aber es hat auch nie irgendjemand, der sich ernsthaft für ein Verbot ausgesprochen hat, behauptet. Es könnte lediglich ein Weg sein, um der Partei Gelder zu kappen, dafür zu sorgen, dass deren Nazi-MitarbeiterInnen nicht mehr bezahlt werden und dass es verdammt nochmal aufhört, dass Antidemokratinnen mit demokratischen Mitteln diese Demokratie aushebeln können. Ist die Provinz durch extrem rechte AkteurInnen geprägt. Montagsdemos dominieren den öffentlichen Raum. Neonazis erwerben Immobilien, demokratisch denkende Menschen haben oft Angst, sich zu äußern. Auch ich habe manchmal Angst. Wenn mir Leute auf Social Media die Vergasung wünschen, wenn Neonazis vor einer meiner Bildungslocations stehen, wenn ich mich um meine Freunde oder die Familie sorge. Doch dann steht man am nächsten Tag wieder auf und trifft Menschen, die ganz Ähnliches erlebt haben, Menschen, die ihren Ängsten trotzen. Vor 3 Monaten traf ich schon mal junge SchülerInnen in Stolberg. Ein Mädchen, die den örtlichen Christopher Street Day mit organisierte, erzählte mir, dass sie gerade 18 geworden ist und das erste Mal Stück feiern. Sie erzählte davon, wie sich eine Traube junger Rechte um sie bildete, Ostdeutschland schrieb und sie damit bedrohte, sie abzustechen. Was mich daraufhin so bewegte, sie erzählte mir von dem dramatischen Ereignis und am Ende sagte sie im tiefsten Herzen gewöhnlich, also ich werfe mir die Haare auch weiter im Mund und lasse mich von der Scheiße nicht unterkriegen, denn ich habe ja gute Freunde, die an meiner Seite stehen.